Einen wunderschönen guten Tag. Leute, vielleicht ein historischer Tag. Ihr schaut mal von VR, ich bin Mutensen und das hier ist Gran Turismo 7. Das Spiel hat heute sein PlayStation VR 2 Update bekommen. Ich habe das große Glück, dass ich schon eine PlayStation VR 2 hier zum Testen habe. Aber ich hoffe, ihr freut euch schon. Ab morgen kommt die ja dann in eure Hände und ich denke mal, ein großer Teil davon ist auf dieses Spiel gespannt. Und ich natürlich auch. Ich bin kein Autonah, ja, also so gar nicht, aber es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, in VR Multiplayer-Rennen zu fahren. Ja. Wir hatten auf der PlayStation VR 1 Drive Club und das hat wirklich irrsinnig Spaß gemacht, weil man halt im Cockpit sitzt und alles wirklich selbst erlebt. So, als ich das Spiel gestartet habe, hat er mir gesagt, die Serverarbeiten sind noch im Gange, das heißt, hier scheint nicht alles zu funktionieren momentan. Ja, hier meine Garage kann ich gar nicht betreten. Was ist denn das? So, ich sehe jetzt einen 2D-Bildschirm vor mir, ja, so eine große Kinoleinwand oder ein 80 Zoll Fernseher. Gibt es sowas? Keine Ahnung. Und man kann offensichtlich im Offline-Modus trotzdem hier Rennen fahren. Das heißt, wir können mal reingucken. Denn was ich mir gerade jetzt angucken will, ist ausschließlich das Look und Feel. Ja, nichts anderes. Alles andere können wir nämlich dann mal in Ruhe machen. Oh, sieht mal schick aus, ja. Suchen wir uns mal eine schicke Karre aus. Ja, nehmen wir ruhig mal hier die rote, ne? Sehr elegant. In weiß. Ja, nein. Was ist das denn? Crystal White Pearl Mica. Ja. So. Und eine schicke Strecke. Ich kenne die nicht. Ja. Ich habe in 2D hier jetzt ein bisschen reingespielt, aber es ist absolut nicht meins. In 2D wirklich nicht. Und ich hoffe, ich finde jetzt hier was Schönes. Broad Bean Raceway. Ich hätte gerne was mit irgendwie schicker Optik natürlich. Ja, macht schon Sinn, dann die Strecken zu kennen. Tokyo Expressway. Autodrom Lagom Maggiore. Was soll ich denn machen? Was soll ich machen? Nehmen wir hier mal, ich denke mal, das ist Italien, ne? Och ja, warum nicht? Ach so, oh. Eieieiei. Gesamte Strecke, ja, die brauchen wir schon, ne? Ich will euch ja ein bisschen was zeigen, ja? Sehr schön. Guckt euch das mal an hier, Sonnenaufgang, 6:50 Uhr, wir sind hier eigentlich schon ein bisschen drüber. Trotzdem mal, finde ich aber geil, dass man auch das Wetter bzw. Uhrzeit und so aussuchen kann. Und dann stürzen wir uns mal rein, würde ich sagen. So. Einstellung, ja, mache ich jetzt nicht. Also immer noch ist alles 2D, ja. Wir sehen hier so einen flachen Screen. Oh, jetzt sind wir drin, jetzt sind wir drin, jetzt sind wir drin. Okay. Wow. Leute. Das ist gar nicht so schlecht, würde ich mal behaupten. Oh mein Gott, man kann sogar die Fahrer in den anderen Autos sehen. Und es ist natürlich, ja, PlayStation VR 2, also alles schärfer als in der alten Generation. Ich habe ja schon ein paar Spiele gesehen, so wie Song in the Smoke oder Kajak Mirage. Die sind extrem scharf auf der PlayStation VR 2. Ich würde mal sagen, soweit man das ja vergleichen kann, den Level erreicht Gran Turismo 7 jetzt nicht, aber es sieht schon ja, normal scharf aus. Also PlayStation VR 2 scharf. Das bedeutet, sämtliche Schriften, die ich hier sehe, ja, von der GUI, die sind alle klar und gut zu lesen. Hier mein Cockpit und so ist sowieso, oh mein Gott, der Rückspiegel, sowieso scharf. Ja. Und die Weitsicht, au, verdammt, ich muss mich aufs Fahren konzentrieren, Leute. Aber übrigens, wenn ich irgendwo ranstoße, dann gibt es nicht nur in den Händen, sondern auch im Headset ja den Rumble, ja. Sehr interessant. So, die Weitsicht. Ich kann die Autos, die jetzt 1, 2, 3, das Auto, was jetzt um die Kurve fährt, ja, da, die kann ich alle noch sehr gut sehen.
Also nicht, dass ich da die Nummernschilder sehen könnte oder so, aber das geht alles gut. Eigentlich ist es komplett okay, ja. Und vor allen Dingen auch bemerkenswert, hier jittert auch nichts, ja. Das ist absolut klares Bild. Vollkommen... What? Oh, die Bäume sind aber 2D-isch, sehe ich gerade. Ja, das sind so Billboards, die sich einem zudrehen. Okay. Ich weiß gar nicht, ob das in 2D, also am Monitor auch so ist. Aber die Autos, meine Leute, die Autos sehen so krass aus. Und seht ihr das hier, die Schatten? Oh mein Gott, warte mal. Ich muss mal in die Sonne fahren. Das wäre so geil, weil man sieht die Fahrer in den Autos. Und wenn das dann wirklich so ist, ich muss hier echt mal anhalten, es hilft nichts, Leute. Wie kann ich das denn jetzt überprüfen? Wenn ich nämlich versuche auszusteigen, passt mal auf, hier, so, dann sehe ich hier so ein grobes Drahtgittermodell, das ist ja auch wirklich allerliebst. Ja, man kann also nicht in VR einfach mal den Kopf rausstrecken, aber ihr seht hier meinen Helmschatten im Cockpit, ne? Und das ist interessant, also wenn man die anderen Spieler später auch von den Positionen her sieht, was ich fast nicht glaube, da müssen eine Menge mehr Daten übertragen werden, als nötig sind. Ja, aber das wäre krass, ja. Es war schon so beeindruckend in, was habe ich vorhin gesagt? Drive Club, genau. Einfach hier zu fahren und in den Rückspiegel zu gucken, und wirklich zu sehen, da ist jemand hinter einem, etc. Also, das ist ziemlich fantastisch. So, wir müssen eine andere Strecke machen, Leute, das hilft nichts. Wir müssen uns viel angucken. Ich behalte mal das Auto. Ja, weil es ganz praktisch ist. Ach nee, was heißt behaltet Auto? Guck dir verschiedene an, Mo. Ja, so ein Mustang. Ich kenne mich nicht aus. X-Vision, RX Vision Concept. Nehmen wir den. Ich kann mich nicht entscheiden. Rot. So, und dann... Originalstrecke ist auch schon wieder Italien. Dann nehmen wir mal Frankreich. Warum nicht? Ja, das ist auch wieder... ich wollte nicht jetzt schon wieder Wälder. Okay, das ist hier eine ganz normale Rennstrecke. Ja, ich Idiot, man sieht ja Previews, wenn man drauf drückt. Die Idee hätte ich schon mal kommen können. Nein, keine Berge. Überall Berge. Was ist los? Okay, das ist hier mal was anderes. Das ist ein bisschen urban. Wieder eine reine Rennstrecke. Was mit Tokio? Hi. Wir nehmen Tokio. Ja. Oh. Krass. Sonnenuntergang. Wie schön. Eieiei. Komm. Was ist jetzt los? Pop angewendet. Hochgeschwindigkeitsstrecke. Egal, los geht's. Es regnet. Ich dachte, das ist Sonnenuntergang. Na egal. So. 2. Und da sind wir drin. Yay. Oh mein Gott. Ja, ihr müsst entschuldigen, meine Reaktion. Das sieht halt echt irre aus, wenn man im Cockpit sitzt. Sie haben das ja wirklich restriktiv gemacht, ne? Ich weiß nicht, ob man das abschalten kann, aber man muss schon da bleiben, wo der eigentliche Fahrer normalerweise ist. Ich muss auch gestehen, ich finde bei Gran Turismo die Grafik immer sehr, sehr nüchtern, ja? Also ich mag lieber Autorennspiele, die da so ein bisschen übertreiben und schöner aussehen als die Realität. Weil hier ist jetzt alles sehr grau in Tokio. Oh. Aber ich denke mal, Autofans haben eine andere Priorität, ne? Guckt euch das an. Man hat sogar das Gefühl, dass man in die
Bürofenster reinkicken kann. Oh oh, der schlittert hier so. Oh, krass. Aua. Ich stehe quer zur Fahrbahn. Okay, ich habe es geschafft. Ich habe mich tatsächlich... okay, er setzt mir automatisch zurück. Hier übrigens die Leitplanken. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Die glänzen aber auch tatsächlich so ein bisschen metallisch. Ich versuche jetzt nämlich auch mal Grafikdetail zu sehen. Ich finde nämlich die Umgebungsgrafik, ja, also die Häuschen hier, tut mir leid, ich konzentriere mich nicht aufs Fahren. Also die boxt mich jetzt nicht absolut weg. Gerade. Sieht alles solide aus. Oh, ich habe da ein bisschen Pop-Ups gesehen von den Leuten, okay. Aber es ist auch krass, wie der DualSense-Controller reagiert hier bei dem Spiel. Ja, man spürt wirklich jeden Fahrbahn Stöpsel in den Händen. Oh, oh, oh. Oh Gott, Entschuldigung. Wir können auch mal einen kurzen Test machen. Ich bremse mal. Boom. Und schalte mal kurz auf den Pass-Through. Ah ja, das zeichnet er nicht aus, scheinbar. Da bin ich dann in der Zeit gestoppt. Ich hätte mir Tokio aber jetzt nicht so langweilig vorgestellt. Wir sind ja die ganze Zeit hier in so einer Autobahngasse. Bremsen. Wow, nicht schon wieder. Boom. Okay, okay. Oh. Das ist wirklich verrückt. Hier der Rückspiegel ist übrigens irgendwie so eine Kamera da unten, ne? Wow. Ich fahr mal hier lang. Oh, das ist eine Boxengasse. Wechseln Sie auf weich. Ist das gut bei Regen? Keine Ahnung. Ist interessant. So, das gibt's jetzt kurz als 2D-Einspielung. Neue Schlappen, ja. Und dann sind wir wieder im Rennen. Ist natürlich jetzt witzlos, die anderen sind alle weggefahren. Das sieht jetzt schön aus. Oh, guckt euch mal, wie das Licht spielt in den Fenstern hier, ja? Die ganzen Reflexionen und so. Ja, ist schon nett. So, jetzt gucken wir nochmal nach den Einstellungen. Ich will mal sehen, was hier alles möglich ist. Controller-Einstellungen, temporäre Belichtungskorrektur? What the fuck? Wartet mal. Also, auch interessante Info. Der Ton aus dem Fernseher wird durchgeschleift. Also wenn ihr einen Fernseher anhabt, dann hört ihr den Ton, so wie bei der PlayStation VR 1. Das ist ganz interessant. Hier kann man tatsächlich die Belichtung einstellen. Ey. Verzeiht aber wirklich nicht große Kopfbewegung, ne? Es gibt ein paar Autorennen, da konnte man sich einfach hinstellen, was auch tatsächlich eine richtig komische Wirkung hat. Aber hier geht es nicht. Ich finde es fast angenehmer, also ein bisschen weniger Belichtung. Ja. Warte, hier war noch was. Temporäre Belichtungskorrektur, okay. Dann haben wir Anzeigeeinstellungen. Alles anzeigen. Ach so, okay. Man kann sich hier auswählen, irgendwie für GUI man sehen möchte und so. Ja, ihr könnt das auch komplett wegschalten für das immersivste Erlebnis. Bildeinstellung. Belichtung, Sättigung. Wie nett. Oh, Sättigung ist hier schon auf Max. Sehe ich da einen Unterschied? Ja schon, aber der ist, wow, der ist gar nicht so groß, wie man erwartet hätte. Hier bei der großen Range. Belichtung haben wir schon eingestellt. Cockpit-Ansicht. Kann ich gerade nichts ändern? Geist anzeigen, okay. Es gibt Geister im Spiel, ich wusste es. Wisst ihr was? Wir können nachher einen Livestream. Dann können wir mal gucken, was wir noch machen können.
Ich glaube, für jemanden, der sich jetzt die PlayStation VR 2 geholt hat und ein kompletter Autonah ist, wird das hier unfassbar sein. Das fühlt sich so cool an. So, man hat ja auch irgendwie so Assistenten schweben in der Luft. Ich bin erstaunlicherweise auf Position 20, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Warum? So, ich habe keine Ahnung, Leute, wie viele Strecken es gibt. Ich glaube, irgendwo mal gesehen zu haben, dass es 500 Autos oder 400 zumindest hier in dem Spiel gibt. Da ist also für jeden was dabei. Aber, ach so, ja, wir müssen alles ausprobieren. Deswegen war hier nicht so ein Porsche. Ich wollte schon immer mal einen Porsche fahren. Ist das einer? Ja. In Grau ist ja nicht so schick. Egal. Und dann machen wir hier so einen Easy-Kurs. Und natürlich, ach, ist das schön. Nachmittag? Nacht? Nein, nicht Nacht. Mittag. Also Morgen und Mittag. Ja, fast dasselbe. Wir machen Sonnenaufgang, ne? Das sieht schön aus. Ja, ich denke mal, die Freunde von Autorennen, die auch hier schon drinnen stecken, für die wird das jetzt ein interessanter Aspekt werden. Wow. Ich finde es so schade, dass ich nicht anhalten und mal alles sehen kann, weil, wenn ich Pause drücke, kommt ja das Menü, ja? Ich würde euch gerne mal in Ruhe alles erklären, ohne hier zu fahren. Das bedeutet aber leider, dass ich dann meine Position hier gefährde. Alter, hier waren Funken auf der Street. Also ich würde mal sagen, so gefühlt irgendwie die Autos, ja, vielleicht 30, 40 Meter vor mir sehen auch sehr klar aus. Wow. Aber wie gesagt, auch nicht so, dass man jetzt hier irgendwie Nummernschild lesen kann oder so. Ja, das ist es nicht. Das Publikum, ich muss wirklich mal anhalten, Entschuldigung. So, Bremse, ja, okay, wenn man anhält, dann kann man auch den Leuten hier ins Gesicht gucken. Bei der Fahrt zischt das alles nur an einem vorbei, aber auch jetzt die Leute da auf den gelben Ringen direkt vor mir, ne? Also da kann ich jetzt auch keine Gesichter oder so erkennen, das sind schon einfach Klumpen. Ja. Das Ganze hier unterstützt ja auch das Eye-Tracking, soweit ich weiß. Aber wenn man jetzt einen kompletten AAA-Titel mit aller Grafik etc., die das auch in Flat hat, in VR spielt, darf man sich auch keine Illusion machen, was da... Okay, doch, jetzt kann ich die Leute hier gut erkennen, was da an Kompromissen aus Bildschärfe und Grafikdetails dann erreicht werden kann. Ja. Auch da hat eine PlayStation 5 halt dann ihre Grenzen. Aber ich würde mal sagen, mit dem Level hier dürften wir eine ganze Zeit lang sehr, sehr happy sein. Und die Immersion, so ein Autorennen einfach wirklich im Cockpit zu spielen, ist halt eine komplett andere Geschichte. Ich hätte mir jetzt noch vorgestellt, dass sie bei den Cockpits verliebter sind. Die finde ich jetzt relativ bodenständig. Ihr könnt es ja sehen, ja, also hier ist alles drin, irgendwie so ein Rollcage oder wie man ihn nennt, ich weiß es nicht. Also so ein gelöteter, geschweißter Rahmen hier mit Polstern und so. Aber ich finde, die Polster zum Beispiel, die sehen nicht sehr polsterig aus, sondern so wie Plastik. Dann gibt es hier so eine Carbonwand, die sieht sehr gut aus. Hier so ein Griff, sieht alles sehr detailliert aus. Aber die Shader boxen mich jetzt nicht weg, ja, das ist alles sehr, sehr bodenständig. Hätte ich mir noch ein bisschen mehr Flair wünschen können. Aber das, ja,
kostet halt auch alles Performance, ne? Ja, aber es ist wirklich, sehr detailliert. Also keine Ahnung, was das da für Sachen sind. Da liegen irgendwelche Schläuche hier. Und achso, ja, der Fahrer beeindruckt mich gar nicht, ja. Guckt, ist also hier unsere Puppe, die unseren Körper darstellt. Das, finde ich, sieht jetzt auf jeden Fall sehr normal aus. Also da habe ich sogar auf der PlayStation 1 schon Charakterdarstellung gesehen, die ich ein bisschen krasser fand. Der ist aber dafür perfekt gerickt, ne? Seht ihr, wenn ich hier das Lenkrad bewege, die Hände arbeiten mit und machen alles. Die Füße drücken auch wirklich aufs Gas und bewegen sich, wenn ich hier mache, und die Bremse auch. Ja, also das ist schon komplett da. Bin mal gespannt, wie die Illusion ist, wenn man mit einem Lenkrad fährt. Okay, ja doch, der Stoff hier sieht auch sehr gut aus. Ach, ihr wisst es. Oh, und man sieht in der Scheibe auch eine Reflexion des Innenraums. Ja, sie haben wirklich für alles gesorgt. Also wenn ich durch die Scheibe gucke, ist es nicht wie so ein Computerglas, sondern wie ihr sehen könnt, sehe ich hier eine Reflection des Innenraums, wenn die Sonne entsprechend drauf scheint. Oh, wow. Das ist schon ein ziemlich krasses Detail. So, ich kann mir vorstellen, dass ihr 1 Million Fragen habt. Die müssen wir dann aber mal Stück für Stück erörtern, wenn es soweit ist. Spätestens morgen können ja die ersten von euch dann selber Hand anlegen. Oh, okay. Das ist jetzt so eine vor mir schwebende Einblendung übrigens. Das fand ich jetzt so okayisch elegant. Und jetzt vielleicht auch nochmal interessant, wenn das Rennen fertig ist, kriegen wir hier die Ansicht in 2D, wie es war. Miniaturbild aufnehmen. Rennfotos. Achso, das sind so fertige Fotos. Alles klar. Fotos werden. Oh mein Gott. Ah, hier kann man jetzt auch richtig loslegen. Alles klar. Okay. So, das ist alles ganz normal hier an der schwebenden Kinoleinwand, ne? Also nur wenn man wirklich Rennen fährt, ist man momentan im Cockpit. Ich denke mal, es gibt aber noch mehr Modi, wo man neben den Autos stehen kann und sie angucken kann. Das habe ich schon gelesen. Aber für einen allerersten ganz schnellen Eindruck würde ich das jetzt hier mal gut sein lassen. Ja, Leute, ich glaube, ihr werdet happy sein mit dem, was ihr hier erledigen könnt. Ich bin mal gespannt, wann die Server angeschaltet werden, dass man jetzt ja an den Rest auch noch rankommt. Und dann sehen wir uns heute Nachmittag, würde ich sagen. Schaut mal rein, dann werde ich mich damit ein bisschen auseinandersetzen. Wäre gar nicht so übel, wenn das Nachladen schneller gehen würde. Alright. Ja, ich bin gespannt, was wir noch entdecken werden. Also, bis dann erstmal das, was von mir Mutense von VR. Ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Schreibt mir auf jeden Fall auch gerne alle Fragen, die ihr habt, hier drunter. Dann kann ich sie nachher in einem Livestream im Idealfall beantworten. Ja? Denn es gibt bestimmt ein paar Auto-Nerds oder Gran Turismo-Liebhaber, die irgendwas ganz dringend wissen wollen, was ich noch nicht mal weiß, weil ich das Spiel normalerweise in Flat gar nicht spiele. Danke, bis dann. Denkt ans Däumchen. Ciao.